Herzlich willkommen bei Lagerfeuerschnack. Heute haben wir für euch das brandneue, preiswerte Wärmebildvorsatzgerät von Pulsar, das neue Proton. Und das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Hallo, hier bei Lagerfeuerschnack zeigen wir euch handfeste Praxistests von verschiedenen Produkten. Wir prüfen die Dinge auf Herz und Nieren, damit ihr wirklich wisst, was ihr erwarten könnt, falls ihr euch sowas anschaffen wollt. Zusammen mit Chris Wohlmuth und Malte Arnert haben wir das Pulsar Proton auf Herz und Nieren geprüft, intensiv auf dem Schießstand und im Revier. Und jetzt wollen wir euch mal erzählen, was das Gerät so zu bieten hat. Wie sieht es denn aus? Die technischen Daten von dem Gerät. Hast du da was für uns? Genau, hier haben wir das neue Pulsar Proton XQ30. Wie der Name schon sagt, ist es eine 30 mm Brennweite, eine 384 x 288er Sensorauflösung. Das Display hat 1024 x 768 Pixel. Der Hersteller gibt die Akkulaufzeit mit 6 Stunden an. Ich würde jetzt sagen, bei unserem Test in der Praxis würde ich so auf 4 Stunden gehen, ungefähr bei normaler Nutzung. Videofunktion, ganz wichtig zu sagen, dieses Gerät hat eine Videofunktion, was ich schon sehr gut finde, und es ist ein leichtes Gerät, 380 Gramm ohne Adapter, und wir haben eine kompakte Abmessung, bedeutet ohne Adapter sind wir bei 11 cm. Ja, das passt auch auf die kürzeste Waffe mit kurzem Lauf, ne? Also genau. Das ist schon gut. Chris, was war dein Eindruck? Ja, also jetzt wollten wir natürlich das Gerät auch mal ausgiebig testen, vor allem in der Praxis. Und bevor man ein Wärmebildvorsatzgerät in der Praxis testen kann, muss man das Gerät auf dem Schießstand auf die jeweilige Waffe einschießen und Probeschießen, Kontrollschießen. Das haben wir natürlich auch direkt mal gemacht. Das ist natürlich auch immer sehr spannend, wie funktioniert so ein neues Gerät. Und da ist gleich immer ein guter Test oder ein entscheidender Test und noch unausweichlich der Schießstandtest. Beim Schießstandtest haben wir das Gerät mit einem entsprechenden Klemmadapter auf die Waffe gebaut, haben ein Heizpad an die Scheibe geklemmt, haben vorher die Waffe Kontroll geschossen, ohne Gerät. Dann haben wir die Waffe mit Gerät geschossen und auch beim Proton war es eben so, dass das Gerät out of the box direkt mit der Waffe kompatibel war. Wir mussten in dem Fall nichts nachstellen. Ja. Also es hat direkt so geschossen wie die Waffe ohne Gerät. Das ist häufig Zufall, also davon kann man jetzt nicht immer pauschal ausgehen. Es gibt eine Justierfunktion im Gerät, die sicherlich auch der ein oder andere Nutzer brauchen wird, deswegen immer den Kontrollprobeschuss und danach einschießen. Wir selber mussten nicht einschießen. Das war schon mal das Erste. Also Gerät war quasi dann letztendlich eingeschossen. Und dann haben wir verschiedene Tests gemacht, wie wir sie immer machen, wie man sie vielleicht jetzt auch schon von uns kennt. Wir haben zum Beispiel Schussserien von 2 Schuss abgegeben und haben das Gerät davor und dazwischen und danach immer wieder abgenommen. Auch das war problemfrei, die Treffpunktslage hat das Gerät gehalten. Dann verdreht. Ne? Einen Drehtest haben wir auch wieder gemacht, genau. Auch da keine nennenswerten Abweichungen. Also klar, minimale Abweichungen gab es, aber die waren im Zentimeterbereich, im geringen Zentimeterbereich. Dann haben wir auch Einzelschüsse abgegeben mit Auf- und Abnehmen vom Gerät, was quasi simuliert, wenn man ein Gerät nach der Jagd abnimmt und ein paar Tage später wieder auf Jagd geht. Auch das problemfrei. Die Schussleistung ist also gut und präzise. Ja. Läuft.
Und ja, nach dem Skistand ging es dann quasi zum Praxistest ins Revier und da sind uns dann noch diverse Sachen aufgefallen, über die wir jetzt gleich mal berichten. Genau, also ich fange jetzt mal an damit. Also ich habe das Gerät ja schon ein bisschen länger gehabt als ihr jetzt und ich würde sagen, das ist in vielfacher Hinsicht von der Leistung und vom Einsatzgebiet vergleichbar mit dem Axion, mit dem es sich auch das Akkusystem teilt, was sehr praktisch ist. Die Schießleistung, wie der Chris ausgeführt hat, war echt überragend. Die Menüführung ist so, wie wir es von Pulsar kennen. Ähnlich einfach oder eigentlich genauso wie beim FN oder beim Krypton. Das war wirklich überhaupt gar kein Problem. Das Gerät in meinen Augen ist so ein bisschen mit denselben Vor- und Nachteilen behaftet, wie es das Axion ist. Also es ist schon für eine Nische. Ja? Wir haben halt festgestellt, um hier vielleicht auch nochmal auf ein paar Stärken und Schwächen zu kommen, das Gerät ist nicht fokussierbar. Ja? Es hat eine feste Fokussierung, so dass ich das eben auf den Standardjachtentfernungen, auf denen man so unterwegs ist, da habe ich kein Problem, die Ziele zu erkennen. Also wir haben bis 140 Meter konnte ich Rehwild oder Schafe wunderbar als solche ansprechen auch. Aber natürlich kann es Situationen geben, wo ein Fokus ganz sinnvoll wäre. Die Kompaktheit und Leichtheit des Gerätes ist natürlich auf der Pirsch sehr angenehm, das haben wir auch schon gesagt. Was ein bisschen tricky war, was der Malte hier schon rausgenommen hat, dass die Objektivabdeckung, ja, die ist halt nicht befestigt. Ne? Also die habe ich schon mehrfach mal suchen müssen. Aber im Großen und Ganzen, gerade in Kombination mit den Axions, war das für mich schon echt eine gute Option. Solange man sich über die durch Preis und Baugröße bedingten Nachteile bewusst ist. Richtig. Was ich auch als Vorteil wirklich sehe, ist diese Videofunktion, dass man auch wirklich sagen kann, gerade bei auch so einem kleinen Gerät ist die Videofunktion da. Ich kann meinen Schuss filmen, ich kann auch bei einer eventuellen Nachsuche schon gleich nochmal gucken, bin ich vielleicht abgekommen, wo ist der letzte Schuss, wohin ist die Sau geflüchtet, was ich ja doch manchmal, wenn ich das Video nicht gemacht habe, auch nicht ganz sicher sagen kann, wo ich denn abgekommen bin. Ja. Das ist natürlich dann hier gegeben. Ja, und Wi-Fi hat es auch, also falls es mal Updates gibt, geht das da problemlos mit. Richtig. Ja. Und auch bei kurzen Waffen, kurzen Läufen mit großen Schalldämpfern, wo es dann auch wieder dieses Platzproblem gibt, sieht es ja bei dem hier so aus, dass es wirklich bei 11 cm ohne Probleme möglich ist. Ja. Das wird überall dazwischen passen. Ja. Ja. Was auch cool gemacht ist an dem Gerät, ist hier das Bedienfeld. Man kann das als Rechtshänder zumindest, wenn das Gerät auf der Zieloptik sitzt, direkt mit der linken Hand als Rechtshänder am Vorderschaft einhändig bedienen. Sieht man auch an den Bildern jetzt, man kommt da mit dem Daumen an jeden Knopf hin. Ich sage bewusst für Rechtshänder, der Linkshänder, der tut sich natürlich etwas schwerer. Der braucht längere Finger. Der braucht längere Finger, aber nichtsdestotrotz, auch der Linkshänder schafft es, aber es ist für einen Rechtshänder ist es tatsächlich intuitiver, weil die Knöpfe einfach auf der richtigen Seite sind. Ja. Also man kommt ohne die Hand vom Vorderschaft wegzunehmen als Rechtshänder an alle Knöpfe hin, kann das Menü bedienen, kann Einstellungen vornehmen und so weiter. Coole Funktion. Was auch cool ist die Screening-Positioning-Funktion. Gerade bei den FN-Geräten hat ja der andere Nutzer sich gewundert, warum das Absehen nicht in der Bildmitte ist. Das hat man sich zu Herzen genommen bei Pulsar und hat deshalb, wie auch schon beim Krypton, hier auch beim Proton, eine Screen-Positioning-Funktion eingebaut. Man kann also das Absehen auf dem Bildschirm mittig ausrichten. Das schafft natürlich auch immer ein gutes Gefühl. Ja. Und das Adaptersystem ist das gleiche wie beim Krypton. Also wer Krypton-Adapter besitzt oder Adapter bestellen möchte, kann die Krypton-Adapter einfach hernehmen. Die passen ebenfalls ans Proton. Genau, ich finde auch dann das ganze System hier, dieses ganze Gerät, kriegt man schon für ungefähr 2.700 €. Ich finde gerade mit Videofunktionen und allen Vorteilen, was das Gerät hier bietet, ist es schon wirklich eine Ansage. Ja, vor allen Dingen auch, also wir haben jetzt hier ein Vorserienmodell, wir hoffen, dass das hinter in der Praxis auch so ist, aber das, was wir geliefert bekommen haben, kommt inklusive einem Okular mit 5-fach-Vergrößerung. Man kann es also auch als Dual-Use-Gerät, als Beobachtungsgerät benutzen. Und mit einem zweiten Akku. Ja, also ich zeige euch hier mal so ein Bild, oder habe ich vielleicht gerade schon eingeblendet, wo der Lieferumfang drauf ist, und das ist schon gut. Ne? Und wie gesagt, dieses Adaptersystem, das ist auch verhältnismäßig preisgünstig vom Pulsar. Also das ist wirklich eine recht preisgünstige Variante, mit der man dann komplett
ausgestattet ist. Es gibt so kleine Schwächen wie die Objektivabdeckung oder hier das mit den Zwischenringen. Ja, sowas kann natürlich mal verloren gehen. Auf der anderen Seite habe ich halt einen Adapter, wo ich zig Zwischenringe mit bekomme, sodass ich es halt anpassen kann innerhalb eines bestimmten Größenbereiches. Und ich würde sagen, der erste Eindruck hat mich zumindest überzeugt. Wie gesagt, ich bin ja auch so ein komischer Vogel, der dann mit solchen Nischenprodukten sehr happy wird. Also das Axion, da habe ich viele gehört, die sind da nicht von begeistert, aber ich fand das nun sehr gut. Und ich muss sagen, das ist schon eine kompakte, preiswerte Lösung, die wir hier haben. Und jetzt fehlt natürlich noch die umfangreiche Praxistestung auf mehreren Jagden und. Da sind wir dran, aber wir wollten euch erstmal diesen ersten Eindruck aus Praxiserfahrung im Revier und natürlich vor allen Dingen auf dem Schießstand geben, damit ihr dieses brandneue Gerät mal einschätzen könnt. Habt ihr da noch was zuzufügen? Ja, nee, also wir sehen es genauso wie du. Es ist ein gelungenes Gerät, vor allem für den Preis, das muss man auch mal berücksichtigen. Das ist ein gutes Einsteigergerät, gutes Mittelklasse-Gerät, wie auch die Axions eben, auch mit dem Wechselakkusystem ist gut gemacht, ne? Passt zum Axion dazu, auch mit den Adaptern, wie gesagt, gibt es ja auch, wer jetzt diese Einlegeringe, die wir gerade gezeigt haben, nicht mag, gibt es wie gesagt von Russland und von Smart Clip auch andere Adapter, also ist gut gemacht, gibt gutes Zubehör dazu. Genau, also wenn man jetzt sagt, was suche ich hier vielleicht an Schwächen, das Einzige, was uns vielleicht generell aufgefallen ist, dass halt diese Linse nicht fokussierbar ist, aber das ist so auch im Endeffekt das Einzige, wo man sagen kann, wer da jetzt darauf Wert legt, dass man dann auch verschiedene Entfernungen wirklich auch fokussieren kann, ist das natürlich nicht vielleicht ganz das Richtige für den Käufer, aber ansonsten ist es ein super Einsteigergerät. Ja, finde ich auch. Gut, super. Dann bedanke ich mich bei euch beiden für eure Expertise, eure Eindrücke. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir hoffen, euch hier bald wiederzusehen mit neuen spannenden Themen beim Lagerfeuerschnack hier auf Grimba TV. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, haltet die Ohren steif, Hoi do. Ciao. Tschüss. Ciao.